In dieser Podcast-Episode nehme ich dich mit durch den gesamten Prozess einer Webseiterstellung von A bis Z. Der perfekte Blueprint. Schön, dass du da bist. Du hörst den Podcast Easy Website Creation, dein Podcast für eine Squarespace-Webseite, die du ganz einfach selbst erstellen kannst. Ich bin Linda Luck und als Webdesigner weiß ich ganz genau, was du als Solo-Business-Owner brauchst, damit du ohne Frust eine Website haben kannst, die für dich verkauft. Ich freue mich, dass du auch in dieser Folge wieder dabei bist und würde sagen, lass uns direkt starten. Wie verdammte Nuss erstelle ich meine Webseite? Diese oder ähnliche Gedanken haben meine Kunden oder vielleicht auch du in deinem Kopf. Ja, es ist nämlich nicht ohne Grund ein eigenes Berufsfeld, Branddesign und Webdesign, weil man einfach viel wissen müsste und man muss viel wissen, um eine Website zu erstellen, die wirklich funktioniert und die nicht einfach nur bezahlt wird und keine Funktion hat. Und heute mache ich etwas mit dir, was ich noch nicht gemacht habe. Und zwar, ich gehe mit dir durch meinen kompletten Prozess. Von A bis Z gehen wir heute hier gemeinsam durch. Ich hoffe, du bist irgendwie am Spazieren oder im Auto unterwegs, hast auf jeden Fall jetzt ein bisschen Zeit geparkt, damit wir da zusammen jetzt einfach mal durchlaufen, wo ich dich mitnehmen kann. Und diesen Prozess, der ist essentiell, egal ob du deine Website komplett selber machst, ob du die mit einem Online-Kurs machst, ob ein Webdesigner mit dir eine Website erstellt. Das sind die Schritte, die du gehen musst, damit das ganze Ding einfach funktioniert. Gar nicht lange rumquasseln, sondern direkt einsteigen. Und am Anfang deines Schaffens, also ich sag's dir, du wirst begeistert sein. Sorry, dass ich schon wieder so verschachtelt spreche. Das ist einfach, gehört zu mir. Ist so, ich habe dann immer Gedanken, während ich spreche und dann biege ich ab. Viele machen nämlich den Fehler und sagen, so, ich will jetzt eine Webseite und loggen sich irgendwo ein, von mir aus auch Squarespace, so, ne? Und fangen dann dort an, ihre Website zu erstellen. Ich sag dir mal eins, das Tool kommt viel weiter hinten. Viel weiter hinten. Am Anfang stehen ganz andere Sachen, die du jetzt brauchst am Anfang. Und da möchte ich dich einfach mitnehmen, dass du das weißt. Okay? Also, am Anfang von deinem Business. Ja, du hast jetzt gegründet und du willst loslegen und du willst starten, du willst dein Online-Business voranbringen, du willst raus mit deinen Ideen und deinem, was du anbieten möchtest, mit deinen Angeboten. Am Anfang steht immer die Analyse, und zwar im tiefsten Kern von dir. Warum machst du das jetzt gerade? Warum startest du das Business? Warum gibt es deine Angebote? Warum? Es hat irgendwo einen ganz tiefen Grund und es hat auch persönliche Gründe. Ich möchte, dass du da dir überlegst, was ist dein Warum? Warum du das machst? Klar, wir müssen irgendwie alle unsere Rechnungen bezahlen, den Kühlschrank füllen, die Katze füttern, aber da gibt es noch tiefere Dinge, ja, warum du dein Business wählst und warum du gewisse Angebote hast und warum du gewissen Menschen helfen möchtest. Meistens ist es so, dass es aus einer persönlichen Erfahrung heraus passiert, dass man ein Problem hatte, man konnte das Problem lösen und man hat einfach die Erleuchtung bekommen. Also ja, genau das müssen doch andere Menschen doch auch erfahren. Und so startet das meistens. Ja, kann aber natürlich auch ein ganz anderes Warum sein. Aber dieses Warum ist essentiell wichtig auf so vielen Ebenen, weil du mit der Antwort auf diese Frage nämlich ganz klar weißt, wie du in Zukunft auf deiner Webseite, auf deinem Social Media, in deinem Podcast, in deinem YouTube-Kanal, in egal wo, auf öffentlichen Veranstaltungen auch, ja, dann weißt du einfach, wie du kommunizierst, weil du dieses Warum einmal für dich geklärt hast. Man nennt es auch Mission and Vision, ja, in diesem ganzen Branddesign, Jargon geht es dann einfach darum auch,
finde dein Warum und daraus resultiert dann die Mission, die du herangehst. Jetzt du sagst, ja, das ist meine Mission und meine Vision, dieses Weitere, das will ich dann damit erreichen. Das möchte ich anderen Menschen, damit möchte ich anderen Menschen helfen, dass sie das und das erreichen können. Und auch deine Vision, was soll denn daraus werden? Ne? Hast du eine Vision von, du möchtest ein Unternehmen irgendwann haben mit Angestellten oder was ist deine Vision, dass du als digitaler Nomade durch die Welt reisen kannst? So, ne? Und das liegt ganz, ganz, ganz tief im Warum. Und aus all diesen Sachen, die du dann nämlich für dich entdeckst, kannst du dann auch erst ein Branddesign erstellen. Ja, mit jedem Branddesigner, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, wird er erstmal diese Frage stellen, wenn er gut ist oder sie, ja. Und du musst das für dich klären, anders kann es alles nichts werden. Es kann einfach nichts werden. Deine Kommunikation, nonverbal und verbal, also visuell und mit Sprache und so weiter, kann nichts werden, wenn du das nicht für dich klärst. Das heißt, an allererster Stelle ist dein Warum und dann folgt die andere Kette der Business-Analyse, ja, dann, das sagt man ja dann auch, die Positionierung finden. Wem genau willst du helfen? Was hat derjenige für ein Problem? Wie kannst du dazu beitragen, dieses Problem zu lösen? Was passiert auf emotionaler Ebene bei euch beiden? Ja, das ist super wichtig, dass du auch deine Emotionen dabei mal anschaust, sondern nicht nur, wie fühlt sich der Kunde, sondern wie geht's denn dir? Weil das sind ja alles Energien. Also ich bin jetzt hier nicht der Oberspiri oder so, aber das sind ja alles Sachen, die im Austausch mit deinen Kunden, das spürt man doch, ja? Und guck da rein, analysiere dich, analysiere dein Business, schau dir deine Kunden an. Super wichtig, wer ist das denn überhaupt? Was denken die? Was haben die in ihrem Kopf? Was haben die für ein Problem? Und was liegt denn vielleicht auch unter dem Problem? Es gibt ja immer Probleme, die sind an der Oberfläche, aber das ist meistens nicht das eigentliche Problem. Ja, da darf man gerne reinschauen und gucken, was ist denn das Problem unter dem Problem? Und direkt hier an meiner Stelle ein Tipp an dich, wenn du deinen Wunschkunden zwar dir so ausgemacht hast und so und denkst, ja, den kenne ich schon und ich weiß auch so, was er denkt. Woher weißt du das? Wenn du mit diesen Menschen nicht gesprochen hast, in einem offenen Gespräch, in einem sicheren Raum, wo die sich öffnen können, wo sie das Gefühl haben, dass sie alles jetzt mal sagen können, woher willst du das wissen, dass sie das denken? Und von daher mein Tipp an dich, geh ins Gespräch, finde Menschen, die dieses Problem haben, was du lösen möchtest und geh mit dem in eine vertrauensvolle Atmosphäre, in ein tiefes Gespräch und finde das raus und schreibe mit den O-Ton, ja, genau das, was diese Person wirklich sagt, das schreibst du auf. Das ist super, ja, weil dann bist du nämlich genau drin in dem Kopf und kannst das für dich nutzen in deiner Kommunikation, um richtig anzudocken. Okay, Business-Analyse, super wichtig. Auch dein Angebot zu analysieren. Und da ist es oft so, wenn ich in Zusammenarbeit mit meinen Kunden bin, kitzel ich da immer noch so viel raus. Ihr seid vielleicht oder du bist vielleicht auch durch Gründungsberatung durchgegangen und ich kenne das. Ich habe auch mit einem SVG, wie heißt das Ding? ASVG, SVGS, du weißt, diese Gründerzuschussgedöns, da habe ich auch gestartet und ich kenne diese Business-Analysen und ich sage dir, die kratzen an der Oberfläche, aber ganz dünn, ganz dünn. Das geht so viel tiefer und in deiner Kommunikation, im Businessaufbau muss das alles rausgearbeitet werden, sonst funktionierst du nicht, sonst bist du austauschbar, sonst funktioniert dein ganzes Marketing nicht. Und du wunderst dich die ganze Zeit, warum du keine Kunden bekommst. Ja, weil das ist nämlich das Ergebnis, wenn du diese Business-Analyse am Anfang nicht richtig machst, dann kriegst du keine Kunden und da kann dir die schönste Website dieser Welt auch nicht helfen, Kunden zu gewinnen. Also, super wichtig, nimm dir Zeit für diese Business-Analyse. Analysiere deine Angebote, deine Kunden, dein Why, dein Was, dein Wie, dein alles. Geh in die Emotionen, schau die Transformation an. Wo willst du hin? Was willst du denn eigentlich? Was willst du eigentlich? Wenn du dir dann mal überlegst, was du eigentlich willst, dann wird dir vielleicht auch irgendwann klar, okay, ich dachte, ich wollte das, aber eigentlich wollte ich was anderes. Okay, was mache ich denn jetzt damit? Das ist super interessant, ne?
da mal reinzuschauen und da drüber nachzudenken. Und in der Website-Strategie-Session kommt es häufig vor, dass ich in dem Gespräch und als Sparringspartner dienend, da Dinge an die Oberfläche kommen und der ein oder andere Kunde dann sagt, boah, nee, ich will eigentlich was ganz anderes, lass uns da mal ein Angebot schauen, was man da machen kann. Richtig cool. So, wenn du deine Business-Analyse hast, das ist quasi der Korb voller Ergebnisse, voller Fakten, die da sind, die sich um dein Business drehen. Dann geht's in den zweiten Schritt und zwar, wir sind ja immer noch eigentlich im Thema Website erstellen. Ne? Das war jetzt alles erstmal Business-Analyse. Super wichtig, super wichtig. Und ich sehe auch ehrlich gesagt, Webseiten, die das nicht gemacht haben, kann ich erkennen. Das sieht man einfach, dass da nicht drüber nachgedacht wurde. Das sehe ich, das lese ich, das kann ich sehen. Und der zweite Schritt ist dann natürlich, dass du dir über deine Ziele Gedanken machst. Ne? Du hast jetzt alles analysiert und du weißt auch, wo du hin willst, die Mission und die Vision, das große Ganze. Aber deine Webseite braucht ja einen Job. Deine Webseite soll ja etwas für dich erledigen. Und ja, sie soll Kunden erzeugen, sie soll Leute anziehen, sie soll Kunden erzeugen, sie soll dir Umsatz bringen. Aber guck da mal genau hin. Was ist denn jetzt für die nächsten 3 bis 6 Monate dein Hauptziel? Das musst du festlegen. Erst dann weißt du nämlich, wenn du so ein Hauptziel festlegst, wie die Struktur für deine Website aussehen soll. Welche Inhalte innerhalb der Unterseiten denn da drauf stehen müssen, damit dieses Ziel erfüllt werden kann. Ganz pragmatisch ein Beispiel. Du machst dich jetzt selbstständig. Zum allerersten Mal mit deinem Coaching-Business oder was auch immer und du hast vielleicht auch die Vision, dass du ein Online-Business gründen willst, aber du weißt ganz genau, um deine Online-Kurse aufzubauen, brauchst du erstmal das 1:1. Du brauchst erstmal den Austausch. Deine Idee quasi, die du in deinem Kopf hast, muss ja erstmal funktionieren. So, ne? Walk the talk. Du hast die Ideen, das heißt, bevor du einen Kurs launchen kannst und eine komplette Gruppe von Menschen mit dem gleichen Problem führst, musst du ja erstmal einzelne Menschen geführt haben, um genau zu wissen, kannst du wirklich helfen oder musst du was anpassen? Und auch zu wissen, was brauchen die denn wirklich? Oder wie musst du kommunizieren, dass es funktioniert? Das ist immer so ein Optimieren von dem Ganzen. Und das heißt, du musst, wenn du jetzt startest, mit höchster Wahrscheinlichkeit erstmal dein Ziel so verpacken, dass es dir auch wirklich hilft. Und es wäre dann im ganz klassischen Kennenlerngespräch. Irgendwie über Zoom, ja, Eye to Eye, also Augen zu Augen. Ja, guckt euch in die Augen, lernt euch kennen, lernt deine Kunden kennen, geh ins Gespräch. Und das ist dann wahrscheinlich erstmal so das Haupttool, ja, dieses Kennenlerngespräch, um dein 1:1 zu verkaufen oder dein Mentoring. Oder vielleicht hast du auch schon ein kleines Gruppenprogramm, was auch immer. Aber das ist wahrscheinlich dann erstmal der erste Schritt, den du gehen wirst. Du kannst natürlich auch noch andere Sachen in dieser Phase von den ersten 6 Monaten bis zu einem Jahr, so um den Dreh. 6 Monate sind ja nichts, wenn du dir das mal überlegst, ne? Auch noch reinpacken, dass du sagst, du willst von Anfang an den Newsletter aufbauen, was ich dir absolut empfehlen würde, weil das wirklich absolut super ist, einen Newsletter zu haben, weil das wirklich ein sehr, sehr starker Kanal ist, um Verbindungen aufzubauen und zu verkaufen. Und wenn du das direkt mitmachen willst, dann ist es sozusagen ein Unterziel, also dein Hauptziel ist, Gespräche zu generieren, um dann halt auch zu verkaufen. Und dein Unterziel könnte sein, dass du deine Newsletterliste aufbaust. Ja, und das heißt, deine Website muss diese 2 Ziele auf der Webseite verfolgen. Deine Website muss so aufgebaut werden, strukturell, dass deine User, die auf die Website kommen, auch den Weg gehen, dass sie sehen, wo können sie sich auf den Newsletter eintragen, warum sollten die sich hier überhaupt eintragen, was ist denn da drin? Ja, das ist nochmal noch ein Pro-Tipp, ja, für dich. Stell dir immer die Frage, andersrum, deine Kunden stellen sich immer die Frage, was ist hier drin für mich? Und diese Frage muss deine Webseite für deine Wunschkunden beantworten. Immer, überall, auf jeder Seite, in jeder Ecke, mit jedem Pixel auf deiner Webseite ist das die Hauptfrage, die du beantworten musst.
Und dann machst du schon sehr, 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 sehr viel richtig. So, wenn du jetzt deine Website-Ziele, andersrum, du hast deine Business-Ziele ganz klar und du hast dann jetzt somit auch deine Website-Ziele festgelegt und hast einen strukturellen Aufbau dir mal aufskizziert. Da kannst du auch einfach mal richtig oldschool ein Blatt A4 vor die Nase legen, nimmst einen Stift in die Hand und malst dir mal so ein bisschen so eine Sitemap auf, wie du dir das Ganze vorstellst. Das ist super wirksam. Das ist für dich wirklich so der erste Schritt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt mal eine Struktur aufgebaut und ich finde, das macht Sinn. Ja? Und auch hier meine Einladung an dich, du musst das Rad nicht neu erfinden. Guck gerne mal auf Webseiten von Vorbildern von dir, die schon so, 3, 4, 5, 6 Jahre schon weiter sind als du, wo du wirklich sagst, so, da schaue ich auf, die machen das richtig gut, das ist ein Idol für mich, da will ich mal sein. Schau dir mal deren Webseite an, weil die haben in der Regel schon sehr, 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 sehr viel richtig gemacht und dann kannst du da ein bisschen abspicken. Das hilft enorm. Du musst das nicht immer alles so from scratch neu erfinden, aber wichtig ist, dass du es für dich mal aufmalst, diese ganze Struktur. Ja, über mich Seite, Angebotsseite, Kontaktseite. Wie sollte es denn miteinander verlinkt sein? Was steht im Footer? Solche Sachen. Ne? Und dann geht es weiter mit der Erstellung deiner Inhalte. Ich habe jetzt schon ein paar Seiten angeteasert. Ich will auch eine Podcast-Serie machen, wo ich nochmal ganz im Detail über die folgenden Seiten eingehe. Also pro Seite eine Podcast-Folge. Aber ich weiß noch nicht, wann ich das mache, aber lausche auf, ne? Dann verpasst du das nicht. Du brauchst für deine Website auf jeden Fall klaro eine Angebotsseite. Du brauchst eine Kontaktseite, du brauchst eine Über mich Seite und du brauchst eine Startseite. Datenschutz Impressum brauchst du so oder so, das brauche ich gar nicht sagen. Ohne diese 2 rechtlichen Seiten gehst du gar nicht online, ja, das machst du bitte nicht. Genau, und das heißt, du brauchst ja jetzt für diese Seiten Inhalte. Und da kommt es tatsächlich an diesem Punkt, und da scheitern wirklich viele. Viele sind, wenn es um die Inhalte geht, super beschäftigt, hängen sich da ewig dran auf, kreisen in ChatGPT und Claude um die Ecke und verlieren sich. Ich sag's dir, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht auf den Nenner kommst mit deinen Texten, dann mach diesen PC aus, Hände weg von der AI und schreib das alles bitte mal selbst auf. Wir müssen wieder denken. Bitte, denke wieder selbst nach. Dieses Ding kennt dich nämlich nicht, es sei denn, du hast es super genau trainiert, dass es dich wirklich kennt, und selbst dann behaupte ich, dass es meistens Grütze ausspuckt. Lass dich davon mir aus inspirieren, aber bitte nimm dir mal die Zeit und schreib das mal. Du musst es auch noch gar nicht ausfüllen, aber du musst zumindest mal so eine gewisse textliche Ebene, textliche Masse haben, die von dir kommt, die du aus deinen Worten oder mit deinen Worten aus deinem Hirn produzierst, damit du hier wirklich authentisch kommunizieren kannst. Und am allerwichtigsten ist jetzt, und das kommt jetzt ans Vorschein, ist deine Grundarbeit in der Business-Analyse. Wenn du dort in deiner Business-Analyse schon sehr viel geschrieben hast, ne, meine Wunschkunden, die haben das Problem und das ist in der Tiefe und das sind die Emotionen, dann hast du Puzzleteile, die du einfach nur noch zusammensetzen musst. Deine komplette Schreibarbeit für deine Angebote, für deine Über mich Seite, für deine Angebote über mich Seite, was haben wir da noch? Kontaktseite. Ja, aber das sind die 2 wichtigsten, Angebot und Über mich Seite. Das sind die wichtigsten Seiten. Die hast du alle Texte schon in der Business-Analyse gemacht. Und deswegen ist auch Easy Website Creation so genial, weil du nämlich diese kompletten Worksheets da hast, wo ich dich wie mit dem Video anleite, wie wir da durchgehen und diese ganzen Fragen beantworten. Und im Endeffekt könntest du dieses komplette Sheet mit deiner Tonalität dann, ja, mit deinen Worten, mit deinem Text in ChatGPT reinknallen und sagen, mach mir jetzt hier eine verkaufsstarke Angebotsseite draus.
dann wäre das alles strukturiert, aber es sind deine Worte und du solltest unbedingt prompten, dass es deine Tonalität nicht verändern darf. Und bitte, bitte eliminiere Gedankenstriche. Ich kann sie nicht mehr sehen. So, das ist eine Grundlage. Deine Analyse für dein Business ist die absolute Grundlage für alles und dann fällt es dir auch super einfach, deine textlichen Inhalte zu erstellen. Ich sag's dir, ist so. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, ne? Wir gehen ja quasi die Erstellung deiner Webseite gerade durch. Du hast dein Business analysiert, du hast deine Ziele festgesteckt und du hast deine Inhalte geschrieben. Jetzt brauchst du ja natürlich das Visuelle. Ja, und viele sagen an der Stelle, ich brauche ein Logo. Ja, das würde ich dir raten, dass du irgendwann ein Logo hast. Aber ich rate dir nicht, dass du jetzt noch drei Wochen daran rumdokterst. Wie du jetzt rausgehen kannst, ist einfach mit deinem Namen. Punkt. Einfach nur der Name geschrieben. Linda Luke ist mein Name. Wenn dein Business heißt, keine Ahnung, irgendwas, Fantasy-Name, mir fällt gerade überhaupt gar nichts ein, ich bin gerade blank, dann Fantasy-Name. Ja, einfach nur das. Aber, das siehst du jetzt schon, okay, welche Schrift soll ich denn da jetzt verwenden? Selbst dein Logo braucht eine Schrift. Und Schriften haben Emotionen. Und du verkaufst auf deiner Webseite und in deinem Branddesign und auf Social Media keine Produkte und Angebote und Memberships und Kurse und whatsoever. Du verkaufst immer Emotionen. Und da setze ich schon direkt an. Ein Branding kann dir von Anfang an sehr gut dabei helfen, dein Business von Anfang an richtig zu supporten, wenn du es richtig machst. Das heißt, ich würde dir zumindest empfehlen, dass du einen Online-Kurs buchst, dass du in irgendeiner Art und Weise begleitet wirst, wie du dein Branddesign erstellst. Was sind Branddesign-Elemente? Farben, Schriften, Grafikelemente, Bildsprache und vor allen Dingen auch Grafikelemente und Bildsprache sind super wichtig, weil das sind alles auch Dekorationselemente auf deiner Website, auf deinen Social Media Posts und, die dafür sorgen, einen gewissen Vibe zu erzeugen, der deiner Brand einen Charakter geben, eine Stimme, eine Aussage, ja, ein Gefühl, da sind wir wieder, ja, und das ist super wichtig, dass du dich da in irgendeiner Art und Weise begleiten lässt, entweder in einem Online-Kurs oder im 1:1. Beides könntest du von mir haben. Was ich auch anbiete, ist, dass ich bestehende Brand-Designs in der Support-Session durchgehe und optimiere, weil da gibt es häufig Optimierungsmöglichkeiten, um das noch stärker zu machen. Das Logo ist bei mir auch im Easy Branding Creation drin, aber lass dich damit nicht aufhalten. Also, wie gesagt, wenn du startest, schreib einfach deinen Namen mit deiner Brandschrift und geh dann erstmal weiter und komm dann wieder zurück, wenn du sagst, so, jetzt mache ich das Logo. Also ich meine das wirklich. Viele starten ihr Business und verschwinden im Keller und basteln an ihrer Webseite und an ihrem Logo ewig und 3 Tage rum. Dabei ist das Logo die Spitze des Eisberges deiner Brand, deiner Marke. Das kannst du im Prinzip auch weglassen, weil es einfach viel wichtiger ist, dass du definierst, was für einen Vibe du grundsätzlich ausstrahlen möchtest, was für einen Charakter deine Marke haben soll. Da sind Farben und Schriften und Bilder und Grafiken viel, viel, viel wichtiger als das Logo und das weiß keiner. Ein Logo vermittelt mir nichts. Es ist ein Signal, ein Emblem, was unverwechselbar sein sollte, am besten Fall, und mich immer wieder daran erinnert, dass das dieses Unternehmen ist oder dass das du bist, so, ja. Aber das braucht's erst später. Das ist wie so ein Etikett einfach, dieses Logo. Also häng dich da nicht auf, weil in die Zeit, wo du da rein investierst in deine Bastelecke, sag ich mal, und da nicht vorankommst, du bastelst an deinem Logo rum und machst keine Umsätze. Das ist nicht gut.
Also geh erstmal raus, einfach nur mit dem Schriftzug und dann, wenn deine Website online ist und das alles steht, nimmst du dir sukzessive Zeit und erstellst dann dein Logo. Okay? Und wie gesagt, bitte mach das mit Unterstützung. Wenn du keine Ahnung von Logos hast, hol dir Hilfe on board. Sonst kannst du da auch viele Fehler machen und das Ding bringt dir gar nichts. So, das heißt, du hast jetzt deine Inhalte erstellt. Du weißt jetzt, wo deine Texte herkommen und du weißt, wie du an ein Branddesign kommst. Was man natürlich beim Branddesign auch am Anfang machen kann, ist, dass du ein bestehendes Branddesign nutzt, das fühlst du. Du fühlst, ob die Farben und die Schriften bei dir andocken und ob das den Vibe hat, den du ausstrahlen möchtest. Und dann kannst du dieses Branddesign natürlich erstmal nehmen und dann damit rausgehen. Genauso ist es auch, wenn du Squarespace Website Templates kaufst, ja, dann kannst du auch diesen Vibe nehmen und gehst erstmal raus. Du kannst aber auch bei Templates alles anpassen. Ja, dann hast du natürlich wieder ein bisschen mehr Arbeit, aber du kannst es auch zu deinem Ding machen, aber du kannst es auch erstmal so nehmen, wie es ist, wenn es zu deinem Vibe passt und sagst, ja, das strahlt irgendwas raus, das resoniert mit mir, das kann ich nehmen, dann nimm das jetzt einfach und kein Logo, einfach nur dein Name. Ich glaube, du hast das jetzt verstanden. So, das heißt, du hast die Inhalte definiert, was natürlich auch dazu führt, dass du nach Bildern und Grafiken ja auch suchen musst. Das sind wir dann auch bei deinen Fotos. Also wir sind jetzt noch gar nicht im Tool. Wir haben noch keinen einzigen Pixel gestaltet und gemacht. Wir wollen erstmal Bilder. Und ganz, ganz wichtig ist, investiere in ein Shooting, dass du wirklich echte Bilder von dir hast, von einem Fotografen. Du kennst meine Podcast-Folgen vorher, wo ich da sage, dieses KI-Tool habe ich noch nicht gefunden, das mich wirklich authentisch, so wie ich bin, abbildet. Irgendwie sieht das immer merkwürdig aus und ich experimentiere viel, viel rum. Es gibt Sachen, wo ich sage, wo ich gepromptet habe, dass das Gesicht nicht verändert werden darf. Das hat mitunter teilweise gut funktioniert, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn du mit einem Fotografen da rangehst, der gut ist, dann hast du da wirklich nochmal echt einen Bonus. Aber das kann sich auch wahrscheinlich in naher Zukunft alles auch ändern. Das weiß ich nicht. Ja, ich würde mir wünschen, dass die Fotografen noch lange ihren Job machen können, weil die machen einen guten Job. Und ich persönlich würde auch immer zu einem Fotografen gehen. Muss ich auch bald wieder, alle 5 Jahre ist es dran. So, das heißt, du hast deine Bilder, du hast wahrscheinlich auch ein paar grafische Elemente oder auch Deko-Bilder. Da darfst du gerne Stockmaterial, auch lizenzfreie Sachen nehmen, wie von Unsplash und Pixels und wie sie nicht alle heißen. Dekomaterial, Dekobilder sind Bilder, die einfach im Hintergrund einen gewissen Vibe mitbringen sollen. Das siehst du bei mir auf der Seite. Das siehst du auf meinen Template-Seiten, was ich mit Dekobildern meine. Wenn du da mal reinschaust, dann wird dir das klar. So, dann ist es so, jetzt hast du quasi deine Inhalte. Du hast die Bilder, du hast dein Branddesign, du hast Grafiken, alles, was mit Branddesign zu tun hat. Du hast deine Texte und du hast deine Website-Struktur, die zielführend ist. Jetzt, in den nächsten Schritt, geht es wirklich daran, dass du jetzt erst dir überlegst, okay, wie soll das ganze Design aussehen überhaupt? Orientiere dich da, Best Practice, mache ich auch oft, dass ich erstmal gucke, was gibt es denn da draußen in der Welt, wie sehen denn die Sachen aus? Und dann muss man aber halt die Fähigkeit haben zu überlegen, ist das, was ich ausdrücken möchte, das Design, was ich da sehe, oder warum gefällt mir das? Das muss man schon ein bisschen analysieren, nicht einfach nur so blind drauf zeigen und sagen, ja, das gefällt mir, das nehme ich, so den Aufbau, sondern auch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob das Sinn macht für dein Business. Weil das Design einfach einen Vibe mit sich bringt. Ne? Vollflächige Bilder im Hintergrund, Text drauf, da muss man mal ein bisschen aufpassen, dass man das gut lesen kann. Bild links, Text rechts, wie kannst du das anordnen, dass das eine gute Führung fürs Auge ist, dass es eine logische Straße ist, durch die dein Wunschkunde auf deiner Website quasi geht. Und da gibt es Design Best Practices, die ich auch bei mir in Easy Website Creation als Modul drin habe. Du kannst aber auch Pinterest mal zur Hand nehmen, das Ganze mal googeln oder pinteresieren. Was ist denn das Verb von Pinterest? Pinteresten? Und dann mal dir das einfach mal anschauen und für dich so erörtern,
wie denn so Webseiten aufgebaut sind und was dir da gefällt. Da gibt es viel Schrott, da gibt es aber auch viel Gutes und lass dich da gerne inspirieren oder schau dir Templates an. Ja, das kannst du auch machen. Dann erst dann, ja, suchst du dir einen Page-Builder aus. Ja, du weißt, ich empfehle dir aus tiefstem Herzen Squarespace, weil das einfach echt ein tolles Tool ist. Ich liebe es und arbeite super, super, super gerne damit. Wenn du jetzt denkst, noch nicht sicher und so, probier es einfach aus. Mein Tipp an jeder, der Squarespace noch nicht kennt, sage ich auch, nimm's mal, ich zeig's dir mal, klick dich mal durch, krieg ein Gefühl dafür. Weil du möchtest nicht in einem halben Jahr deine Website nochmal machen, weil du feststellst, dass du mit dem Tool nicht umgehen kannst. Nimm dir einfach mal, keine Ahnung, die Kontaktseite zur Brust, die du dir jetzt ja hier schon rausgesucht hast, wie du die ungefähr aufbauen möchtest, wie die gestaltet werden soll. Und diese eine kleine Seite baust du jetzt in diesem Page-Builder nach. Ob das jetzt Wix ist oder gerne probiere das mit WordPress mal. Allein bis du WordPress installiert hast und das alles aufgesetzt hast, hast du in Squarespace schon 3 Seiten erstellt, kann ich dir echt versprechen. Aber du bist ja hier, weil du Squarespace-Fan bist, nehme ich an. Also klick dich rein, baue eine Seite auf und bekomme ein Gefühl dafür. Mach auch unbedingt die mobile Optimierung, also mach auch das mobile Design, weil das je nach Tool echt nochmal ein Gamechanger sein kann, wie einfach oder wie schwer das ist. Pro-Tipp an dieser Stelle. Und dann baust du diese Website auf. Dann baust du die Website auf nach deinem Plan. Du machst deine Struktur, baust deine Unterseiten auf, hast Design Best Practices, die du nachempfinden kannst. Und dann hast du dort deine Bilder drin, deine Inhalte drin, deine Farben, deine Schriften. Und dann baust du das Ganze da auf. Okay? Erst dann. Nicht vorher, nicht den Browser öffnen und dort Text schreiben. Das machen auch viele falsch. Die gehen in das Tool rein und schreiben dann dort den Text. Mach das in Google Doc oder in Word. Mach das irgendwo, wo du diese Texte einfach mal abspeichern kannst. Falls dir das Ding aus irgendwelchen Gründen mal um die Ohren fliegt, hast du dann immer ein Backup. Also, schreib die Texte einfach außerhalb vom Designprojekt und dann oder vom Design-Tool, weil dann kannst du das Ganze auch nochmal anders differenzierter betrachten. So, das heißt, deine Website ist jetzt strukturiert, sie ist designt, die ist fertig, die ist quasi fertig. Und was kommt jetzt? Dieser schwere Klotz von all diesen Datenschutz und Impressum und Rechtsgedöns und was muss der Newsletter und tralala und pipapo, so diese wappelige Rechtsmasse, mit der niemand was zu tun haben möchte, die muss halt jetzt auch noch durch. Ja, ich mache das mit meinen Kunden auch. Und ja, ich habe das natürlich auch in Easy Website Creation als Modul drin. Aber hier jetzt für dich, wenn du das jetzt hörst und sagst, du hast schon eine Website, aber hast trotzdem noch Fragen dazu. Ich habe das Rechtsgedöns, dieses Modul, werde ich jetzt als separates Produkt anbieten. Das werde ich aus diesem großen Paket raus extrahieren. Und das kann man jetzt separat kaufen. An der Stelle muss ich sagen, ich kann keine Rechtsberatung leisten. Ich bin kein Anwalt. Das sind alles Informationen, die ich gerne rausgebe mit bestem Wissen und Gewissen, aber ich kann dafür nicht haftbar gemacht werden. Also du musst das alles einfach auch nochmal, rate ich eben, von einem Anwalt prüfen lassen. Was wir aber zusammen machen im Rechtsgedöns ist, dass ich dich Schritt für Schritt durch die Erstellung von Datenschutzerklärung und Impressum durchleite. Das heißt, da kannst du quasi mitklicken. Ich empfehle dir Tools. Wir schauen alle rechtlichen Rahmen an. Ich habe Zusammenfassungen von aktuellen Rechtsthemen, die deine Website betreffen und. Das ist alles in diesem Modul drin und du musst dich mit diesen Themen beschäftigen. Ganz wichtig, Impressum, Datenschutz, so oder so. Wenn du irgendwas online verkaufen möchtest, und das machst du, wenn du ein Online-Business startest, dann brauchst du Widerrufsbelehrung. Du musst wissen, was muss denn da rein, wie muss das aufgebaut sein. AGBs sind auch total wichtig. Da kann ich dir natürlich nicht sagen, wie du AGBs aufbaust, aber solche Sachen werden durchgegangen. Ich gehe auch mit dir durch die KI und alles, was deine Barrierefreiheit, alles Mögliche wird in diesem Modul angeschaut und besprochen und dann hast du eine Orientierung, wo du dich entweder nochmal informieren darfst oder worauf du achten solltest. Ja, dann hast du deinen Datenschutz und Impressum, deinen Widerruf und dein AGB und das, also ich würde mal sagen, Impressum, Datenschutz und dann kannst du schon live, das ist klar. Die anderen Sachen, die können dann noch folgen, während du live bist. Und
dann, ja, bist du draußen. Musst natürlich launchen und musst das Ganze sagen, okay, wie mache ich denn das jetzt? Ich habe jetzt die Website erstellt, ich kaufe das Abo, also in diesem Fall Squarespace kaufst du natürlich das Abo, dann kannst du live gehen. Wenn du eine externe Domain von Ionos oder Strato vielleicht hast, dann musst du erst noch die Domain verbinden. Dazu habe ich ein YouTube-Video und einen Blogartikel. Und schreib mich gerne an, wenn ich es vergessen sollte, dass ich das hier unten in die Caption noch mit reinpacke. Genau, und dann ist deine Website online und weißt du, was dann passiert? Es passiert erstmal nichts, gar nichts. Ich habe viele Kunden, die Angst davor haben, online zu gehen. Das hat unterschiedliche Gründe und das ist auch alles okay, aber ich versuche mal die Angst zu nehmen, weil, also diese Sichtbarkeit könnte ja gefährlich sein und das sind persönliche Themen, die da vielleicht mitschwingen aber ich kann das entkräften. Live zu gehen tut nicht weh, weil erstmal gar nichts passiert. Solange du kein Marketing um deine Website machst, solange du sie nicht auf LinkedIn, in deiner E-Mail-Signatur, in deinem WhatsApp, auf Instagram, auf deiner Visitenkarte, auf deinem Auto kleben, solange du deine Domain, deine URL nicht kommunizierst, kommt da keiner drauf. Ja, also du musst erstmal aktiv Werbung machen, bevor überhaupt jemand auf deine Website draufkommt. Einfach so funktioniert das nicht. Ja, du kriegst zwar vielleicht mal 1, 2, 3 Klicks, aber das ist noch kein Traffic. Damit kannst du noch keine Umsätze machen. Das heißt, du musst erstmal um deine Website herum Marketing machen, damit Leute da reinkommen und sich dann in deinem Universum zurechtfinden, sich dein Angebot genau durchlesen, sich mit dir verbinden über deine Über-mich-Seite und bei dir ein Erstgespräch buchen. Also, ich nehme dir die Angst wirklich, drück einfach auf den Knopf, geh live und dann darfst du erstmal durchatmen und selbst entscheiden, wie du jetzt für Traffic sorgst. Das ist der komplette Prozess. Deine Website steht und jetzt kannst du anfangen, Umsatz zu machen. Leute haben einen Platz in diesem Internet, wo sie dich finden können. Du kannst Leute dorthin führen, wenn sie Fragen haben, dass sie dort ihre Fragen beantwortet bekommen, dass sie dein Angebot sehen. Also auf der Angebotsseite hast du im besten Fall eine FAQ, das meine ich damit, dass Leute sehen, was bekomme ich denn für mein Geld, wie ist der Ablauf, was sind die Fragen, die ich habe, sind die hier beantwortet und dann hast du dein Business ein Zuhause gegeben und durch dein Branddesign ein Gesicht. Und das ist der Start. Das ist das Erste, was du machst. Und jetzt in den folgenden Monaten geht das erst weiter. Jetzt sind wir noch lange nicht fertig. Und ich sage dir mal eins, den Zahn kann ich dir auch ziehen. Deine Website wird nie fertig sein, weil im besten Fall ist das ein Tool, mit dem du arbeitest und ständig das als Plattform nutzt und adaptierst. Und anhängst und ausbaust und aufbaust und ja, das soll es sein. Es ist ein Werkzeug für dich, um zu verkaufen und dann umso besser, wenn es dir leicht von der Hand geht und dir keine Zeit raubt und dich blockiert, sondern wenn es dir einfach gemacht wird. Und genau, das ist dann dein Job. Wenn du fertig bist und es ist gelauncht, verbreite diese Webseite, dass Leute draufkommen können, dass Leute dein Universum, dein Angebot und dich verstehen, um dann damit Kunden zu gewinnen. Und dann erst fängst du an, denkst du nochmal, okay, jetzt könnte ich mein Logo mal erstellen. Oder aus dieser einen Angebotsseite, da mache ich dann doch nochmal 2 oder 3 Unterseiten draus, weil das mehr Sinn macht. Oder, also komprimiert anfangen lohnt sich voll, weil du ins Tun kommst und rausgehen kannst. Und dann adaptierst du. Ja, dann fängst du an, deine Sachen zu machen. Auch wenn du Suchmaschinenoptimierung machen willst, das kommt später. Das kommt, wenn du da den Kopf dafür hast. Du brauchst jetzt Umsatz. Du musst jetzt in die Pushen kommen und dein Business starten. Und dafür hast du jetzt mit diesem Ablauf den perfekten Start. Ja, und wenn du es dir einfach machen willst, dann suchst du dir Hilfe, nimmst dir Hilfe dazu, kaufst dir ein Template, also fang nicht mit einem weißen Blatt Papier an, nimm dir ein Template zur Hand, dann ist das alles schon aufgebaut und du sparst dir Stunden im Aufbau und vor allen Dingen ist es auch im Design durchdacht, ja, da brauchst du nichts in Frage stellen, das sind
Website-Templates, die sind vom Design her wirklich durchdacht und du kannst das für dich nehmen und deine Inhalte da rein packen, deine Farben verändern, Bildern austauschen und. Aber es ist steht schon mal alles so, wie es da steht, steht's gut da. Oder nimm dir einen Online-Kurs an die Hand. Ich sag dir, du sparst viel, viel, viel Zeit und vergiss nicht, deine Zeit ist bares Geld. Wenn du einen kalkulatorischen Stundensatz hast, den du hast, weil du kommst ja gerade aus dem Gründercoaching raus, da weißt du ganz genau, was ihr da hingeschrieben habt. Und wenn du das dann mal multiplizierst, mal 100, weil ich wette mit dir, du wirst unglaublich viel Zeit mit deiner Website verbringen, dann bist du da locker bei 8.000 Euro oder mehr. Und das wäre es mir wert, mir da Hilfe an Bord zu holen, weil du einfach auch Fehler vermeidest. Was du wirklich vermeiden solltest, ist, dass du mit einer Website online gehst, die sogar dein Business schaden kannst, weil du falsch kommunizierst. Ja, mach das nicht. Geh optimal da raus. Geh mit einem Aufbau da raus, mit einem Design da raus, was dich wirklich auch abhebt von deinem Wettbewerb, weil du anders aussiehst, weil du organisierter aussiehst, weil du professioneller aussiehst. Das macht wirklich Sinn an der Stelle. So, that's it. Du drückst auf den Knopf, deine Website ist live und du darfst jetzt weitermachen. Das war der komplette Ablauf, den ich mit meinen Kunden durchgehe und ich hoffe, der hat dich jetzt inspiriert und du hast in irgendeiner Art und Weise viel mitnehmen können, viel Input bekommen, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst und ausbauen kannst. Und ich glaube auch, dass du jetzt auch verstanden hast, dass ich dir jetzt sehr gerne dabei helfe, dass du bei mir Hilfe und Unterstützung bekommen kannst, egal in welchem Stadium du steckst. Und da bin ich gerne für dich da. Und in den nächsten Podcast-Episoden werde ich versuchen, diese Serie mit einzubauen und über die jeweiligen einzelnen wichtigen Seiten auf deiner Webseite zu sprechen. Wir sehen uns und hören uns. Mach's gut. Ciao, ciao.